Wer zahlt eigentlich wo Steuern, wenn sich der Erblasser in Deutschland befindet, der Erbe aber im Ausland wohnt? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn auch du dir überlegst, auszuwandern, bist aber hier im Steuerdschungel verheddert, zum Beispiel wegen der Erbschaftssteuer oder anderen Überlegungen, dann komm doch zu einem unserer Workshop-Tage. Das sind eintägige Veranstaltungen in kleinem Kreis. 7 Teilnehmer, 10 Teilnehmer. Hier gibt es keine Vorträge. Dort sind wir zusammen in einem Raum und machen uns den ganzen Tag Gedanken zu solchen Fragen, wie zum Beispiel hier das Thema Erbschaftssteuer, wenn man Deutschland verlässt. Das heißt, ich beantworte hier den ganzen Tag die Fragen der Teilnehmer. Du profitierst nicht nur davon, dass deine eigenen Fragen beantwortet werden, sondern auch davon, dass natürlich die Fragen aller anderen Teilnehmer beantwortet werden. Vielleicht begegnen dir hier sogar Themenkomplexe, denen du vorher nie begegnet wärst. Außerdem triffst du interessante Menschen, die wie du erfolgreich sind und planen, Deutschland zu verlassen. Hier ergeben sich dann immer interessante Connections und möglicherweise auch Freundschaften und geschäftliche Beziehungen für den Rest des Lebens. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Workshop-Tage zu sehen. Details auf unserer Webseite, Link packe ich aber auch hier nochmal in das Video mit hinein. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Viele Mandanten, die auswandern oder ausgewandert sind, fragen sich, wo wird eigentlich Erbschaftssteuer fällig, wenn es hier zu einem Erbschafts- oder auch zu einem Schenkungsfall kommt. Du weißt ja wahrscheinlich, Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer werden in der Regel gleich behandelt. Hier gilt also der gleiche Steuersatz. Das gilt genauso auch im Ausland. Was ist also nun, wenn es zu einer solchen Schenkung kommt oder auch zu einem Erbe und der Erblasser oder der Schenker nach wie vor in Deutschland wohnt, der Erbe bzw. der Beschenkte aber im Ausland wohnt? Was ist zum Beispiel, wenn der Erbe hier in einem steuerfreundlichen Land wohnt, wo es vielleicht sogar gar keine Erbschaftssteuer gibt? Kommt er dann um die Erbschaftssteuer komplett herum? Wird in Deutschland Erbschafts- oder Schenkungssteuer fällig? Fragen über Fragen. Ich möchte dir eingangs auf jeden Fall schon sehr deutlich ans Herz legen, dass du dich in einem solchen Fall, wenn dich das betrifft, auf jeden Fall an einen kompetenten Steuerberater oder Rechtsanwalt wenden solltest. Denn die ganze Sache ist ziemlich kompliziert. Was es zusätzlich kompliziert macht, ist, dass die Doppelbesteuerungsabkommen, und davon hat ja Deutschland immerhin fast 100 unterzeichnet, normalerweise Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer nicht abdecken. Das heißt, es kann hier relativ schnell passieren, dass du sogar doppelt Erbschaftssteuer bzw. Schenkungssteuer bezahlen musst. Und da musst du natürlich sehr, sehr genau aufpassen. Man muss auch sagen, ganz ehrlich gesagt, dass im internationalen Vergleich die deutsche Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer eigentlich ziemlich großzügig ist, ja. Viele Länder sind da sehr viel strikter. Zum Beispiel Spanien fällt mir jetzt konkret ein. Ja, das heißt also, da kann man mitunter sein blaues Wunder erleben. Wenn man jetzt also zum Beispiel hier die deutschen Freibeträge gewöhnt ist, bei Kindern haben wir ja da 400.000 Euro und man zieht dann mal schnell nach Spanien um und denkt, naja, okay, 400.000 Euro Freibetrag kann ja nicht so schlimm sein. Und dann kommt es wirklich zum Erbschaftsfall oder zum Schenkungsfall, dann erlebt man da in Spanien ein wirkliches Desaster. Also Spanien habe ich jetzt nur als Beispiel gesagt. Da gibt es natürlich etliche Länder auch noch, die hier genauso problematisch sind. Aber in diesem Video will ich mich eigentlich mit den grundsätzlichen Fragen befassen. Details zu den einzelnen Ländern können wir jetzt hier nicht behandeln. Das würde sonst viel zu lange gehen und sonst sehr kompliziert werden. Also, was sind die grundsätzlichen Regeln? Erblasser wohnt in Deutschland. Der Erbe wohnt im Ausland. Grundsätzlich ist es so, dass die unbeschränkte deutsche Erbschaftssteuerpflicht gilt, wenn entweder der Erblasser in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig war oder der Erbe in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist oder das vererbte Vermögen in Deutschland belegen ist. Also, was heißt das konkret? Lebt der Erblasser in Deutschland, aber der Erbe wohnt im Ausland, dann ist der Erbe voll erbschaftssteuerpflichtig in Deutschland. Er kann natürlich dann auch die deutschen Freibeträge nutzen, aber er muss voll die deutsche Erbschaftssteuer bezahlen. Er muss sich dann auch in seinem Wohnsitzland mit seiner Erbschaftssteuerpflicht natürlich befassen, denn wie ich gesagt habe, ist in den meisten Doppelsteuerungsabkommen hier sowas nicht geregelt. Aber selbst wenn der Erbe jetzt zum Beispiel in Dubai wohnt, wo es keine Erbschaftssteuer gibt, wird Erbschaftssteuer in dem genannten Fall in Deutschland fällig.
Es spielt keine Rolle, wie lange der Erbe schon aus Deutschland weg ist. Es spielt auch keine Rolle, was da vererbt wird. Wenn es sich zum Beispiel um Bargeld handelt, Goldmünzen oder eine deutsche Immobilie. Der Erblasser wohnt in Deutschland, es wird die volle deutsche Erbschaftssteuer fällig. Und das Gleiche wäre übrigens auch bei einer Schenkung so. Bei einer Schenkung ist dann zusätzlich noch zu beachten, dass die Schenkungssteuerpflicht nicht nur für den Beschenkten gilt, sondern wenn der Beschenkte im Ausland lebt, dann gilt sie auch für den Schenkenden. Das heißt, der Schenkende muss dann die Erbschaftssteuer bezahlen, weil ja der Beschenkte in Deutschland hier keine Meldungen mehr machen musste, weil ja der Beschenkte hier für den deutschen Staat nicht mehr greifbar ist sozusagen. Schauen wir uns einmal den umgekehrten Fall an. Was wäre, wenn der Erblasser im Ausland wohnt und der Erbe wohnt in Deutschland? Naja, dann wäre es genau das Gleiche. Also auch zum Beispiel, wenn der Erblasser jetzt dem deutschen Erbe hier zum Beispiel ein Haus in Dubai vermacht, wo es keine Erbschaftssteuer gibt, müsste der deutsche Erbe in Deutschland Erbschaftssteuer bezahlen auf das geerbte Vermögen. Und das Gleiche gilt wiederum für alle Vermögensarten, ob das jetzt Bargeld ist oder Goldmünzen etc. Das würde immer gelten. Nehmen wir einmal den dritten Fall an. Nehmen wir einmal den Fall an, Erbe und Erblasser wohnen beide im Ausland, aber das vererbte Vermögen, zum Beispiel Immobilien, befinden sich in Deutschland, sind in Deutschland belegen. Auch dann wird deutsche Erbschaftssteuer fällig. Das heißt, auch wenn beide Personen nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig sind, dadurch, dass das Vermögen sich in Deutschland befindet, wird dann die deutsche Erbschaftssteuer fällig. Jetzt nehmen wir doch mal hier folgenden Sonderfall an. Nehmen wir einmal an, Erbe und Erblasser sind beide in die Schweiz umgezogen und es soll etwas vererbt werden, das nicht in Deutschland ist. Sagen wir zum Beispiel mal eine Schweizer Immobilie. In der Schweiz ist es ja so, dass es im Grunde auf Bundesebene keine Erbschaftssteuer gibt und dann haben aber die meisten Kantone noch eine Erbschaftssteuer. Aber vielfach ist es so, dass die Erbschaftssteuer nicht gilt, wenn zwischen direkten Verwandten hier vererbt wird. In manchen Kantonen gibt es überhaupt keine Erbschaftssteuer, zum Beispiel Kanton Schwyz. Nehmen wir also einmal an, Erbe und Erblasser, beides deutsche Staatsbürger, wohnen im Kanton Schwyz und es soll eine Immobilie im Kanton Schwyz vererbt werden. In der Schweiz fällt also keine Schenkungssteuer an. Es wird kein deutsches Vermögen vererbt. Es geht ja um eine Schweizer Immobilie. Und beide Erbe und Erblasser wohnen in einem Land, in einem Kanton, in dem es keine Erbschaftssteuer gibt. Was ist dann? Nun, dann hängt es davon ab, wann Erbe und Erblasser Deutschland verlassen haben. Haben sie nämlich Deutschland in den letzten 5 Jahren verlassen und haben sie die deutsche Staatsbürgerschaft, das gehört auch dazu, die deutsche Staatsbürgerschaft, dann sind sie trotz diesem Wegzug ins Ausland weiterhin in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Also, ich rede jetzt von erbschaftssteuerpflichtig. Ja? Das heißt also, dann muss auch dieses Erbe, was hier in der Schweiz erfolgt ist, in Deutschland gemeldet werden und muss auch entsprechend dann in Deutschland versteuert werden. Jetzt kannst du ja sagen, naja, wer kriegt das jemals mit? Warum soll ich das überhaupt melden? Nun, das sind schon natürlich ziemlich komplizierte Sachverhalte und wenn du tatsächlich steuerpflichtig bist, solltest du dich auch daran halten. Denn was ist zum Beispiel, wenn du irgendwann nach Deutschland zurückziehst als der Erbe und dann kommt es irgendwann zu der Situation, dass dich jemand fragt, wie du eigentlich an dieses Haus in der Schweiz gekommen bist. Also, das Finanzamt fragt dich zum Beispiel danach. Mal angenommen, ziehst nach Deutschland zurück, verkaufst diese Immobilie irgendwann in der Schweiz, gibst das dann in der deutschen Steuererklärung an und das Finanzamt fragt, wie sind sie denn an die Immobilie gekommen? Wenn dann herauskommt, dass du erbschaftssteuerpflichtig warst in Deutschland, dann ist es nicht etwa so, dass die ganze Sache dann verjährt ist. Die Verjährung beginnt erst mit dem Zeitpunkt, wo das Finanzamt davon weiß. Wenn das also 10 oder 15 Jahre nach dem Erbe ist, dann musst du nicht nur die Erbschaftssteuer bezahlen, sondern dann auch noch Zinsen und möglicherweise hast du dann auch noch ein Problem mit Steuerhinterziehung, denn normalerweise sind ja die Beträge bei der Erbschaftssteuer sehr hoch. Möglicherweise hast du dann 100.000 an Erbschaftssteuer hinterzogen. Tja, möglicherweise heißt das dann Gefängnis für dich. Ja, hier muss man also sehr genau sein und sollte sich hier auf jeden Fall auf kein Risiko einlassen. Aber es kommt noch schlimmer. Ziehst du zum Beispiel in ein Land wie Dubai, dann gilt diese Erbschaftssteuerpflicht nicht nur für 5 Jahre, sondern noch für 10 Jahre nach dem Wegzug. Und da muss es sich nicht mal um Dubai handeln, da reicht es auch, wenn man in die USA umzieht. Denn die USA haben ja doch sehr großzügige Freibeträge hier bei der Erbschaftssteuer, Millionen und Abermillionen. Und hier gibt es sogar ein Doppelsteuerungsabkommen und hier ist also tatsächlich geregelt, im DBA mit den USA, dass man hier mindestens 10 Jahre aus Deutschland weg sein muss, bevor man nicht mehr unter diese Steuerpflicht fällt.
Hier ist die einzige Option, dann die deutsche Staatsbürgerschaft abzugeben, wenn du davon nicht mehr betroffen sein willst. Also wie du siehst, die Sachverhalte hier sind komplex. Es ist wichtig, dass du dich hier beraten lässt, bevor es zur Schenkung, bevor es zur Erbschaft kommt. Am besten noch bevor du überhaupt auswanderst, sollten diese Fragen hier natürlich Themen für dich sein, die du bei deiner Auswanderung mit berücksichtigst. In der Tat erleben wir es immer wieder, dass aufgrund dieser komplexen Erbschaftssteuerproblematik hier ganze Familien, auch mit erwachsenen Kindern, dann ins Ausland umziehen und dann dort viele Jahre im Ausland leben, um Vermögen dann hier erbschaftssteuerfrei übertragen zu können. Wir haben also Beispiele, wo Familien mit erwachsenen Kindern in die Schweiz umziehen, in der Schweiz dann 5 bis 10 Jahre leben, bevor sie dann Schenkungen hier an die Kinder machen, um eben der deutschen Erbschaftssteuer zum Beispiel zu umgehen. Und möglicherweise muss davor dann auch noch deutsches Vermögen liquidiert werden. Wir hatten ja vorhin gesagt, deutsche Immobilien können ja nie erbschaftssteuerfrei vererbt werden. Hier gilt immer die deutsche Erbschaftssteuer. Wenn auch das Themen sind, die dich interessieren, wenn du gerne auswandern möchtest und vielleicht hier eine knifflige Frage zum Thema Erbschaft hast, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen hier zu beraten. Umzug ins Ausland, Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz, also dein Vermögen schützen vor der Zugriffigkeit des Staates. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Link zum Beratungsgespräch packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.